brauchen wir nur noch einen Blank für unseren Flaschenöffner. Okay, cool. Aber welchen nehme ich jetzt? Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. Nachdem mein letztes Video über die Embleme sehr trocken war und sehr viel Text enthalten hat, möchte ich heute die Wörter auf ein notwendiges Minimum beschränken. Wir machen heute einen Flaschenöffner. Welchen Blank ich dazu nehme, weiß ich nicht. Das kommt jetzt dann auf. Ich habe schon mehrere von diesen Modellen gemacht. Ja. Einmal Banksia-Zapfen mit Epoxy, einmal Räuchereiche und einmal Secret Wood, also sprich oben Epoxy und unten ein Stück abgebrochenes Holz. Sieht, finde ich, auch sehr spannend aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und welchen Blank ich hernehme, das seht ihr jetzt gleich. Standardmäßig ist bei dem Bausatz eine Stockschraube dabei mit einem M8er Gewinde auf der einen Seite und einem groben Gewinde für einen Dübel auf der anderen Seite. Nachdem wir das Gewinde später im Epoxid hart sehen können, gefällt mir das nicht ganz so gut. Ich werde die Stockschraube durch ein Stück Gewindestange ersetzen. Zunächst zeichnen wir uns die Gewindestange an und längen diese entsprechend ab. Noch ein bisschen entgraden. Und dann können wir auch schon die Zentrierbohrung in den Blank machen. Den Blank bohren wir dann mit einem 8 mm Bohrer auf. Die Gewindestange passt. Dann können wir diese mit Aceton von Fett befreien, damit sie auch gut klebt. Und mit 2 Komponentenkleber einkleben. Am nächsten Tag. Die Stirnseite wird noch plan gedreht. Bevor wir den Blank dann in den Spannzapfen einschrauben können. Mit der Zentrierspitze gesichert können wir die Außenkontur drechseln. Das Epoxy ist sehr spröde, man muss hier ein bisschen vorsichtig vorgehen, nicht zu viel abnehmen, sonst gibt es gerne tiefe Einrisse. Wenn die Form dann soweit passt, verschleife ich von Korn 80 bis Korn 400. Gerade bei giftigen Hölzern und Epoxy ist dabei eine Absaugung bzw. ein Mundschutz mit entsprechendem Filter Pflicht. Zum Schluss noch mit feinem Schmirgelpapier und dann mit Micromesh von Korn 1500 bis Korn 12.000. Die Micromesh sind farblich sortierbar, sodass man immer das Richtige in der Reihenfolge hernehmen kann. Ja, und nach dem Schleifen mit Micromesh haben wir schon eine sehr schön glänzende Oberfläche. Zu guter Letzt poliere ich die Oberfläche noch
auf an meinen 3 Schwattelscheiben und erziele damit eine wirklich schöne, hochglänzende, absolut kristallklare Oberfläche. Noch den eigentlichen Kapselheber montieren. Und fertig ist der Flaschenöffner. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.